Es hängen 3 Schlüssel an der Kette, einer für Miss Jacksons Baum im französischen Viertel und noch 2, die zu der Seto gehören, einer für die Verwaltung, einer für die Bibliothek. Aber da sind mehr als 3 Schlüssel drin. Was ist da? Ist mal hier. Ah, da ist die Schlange. Emily Emily couldn't understand where she was, but it felt like a waking dream. Baptiste, who she vaguely remembered from her past, claimed to work as an orderly at Desetto. He was also looking for Jeremy, and seemed to imply that he was chasing him through Jeremy's own mind. Maybe this wasn't Emily's dream, but Jeremy's, and she was trapped inside somehow. Baptiste suspected that Jeremy was in some control due to a talisman that he had been given by a Miss Jackson, a name Emily recalled to be one of the many voodoo witch doctors in the French Quarter. In hope to find a way back to Desetto, Emily set out to find Miss Jackson's place. Diese Karte ist hier nutzlos. Verdammt. Jemerys Warnung. Liebste Emily, der Seto ist ein Opfer des Bösen, es sind nun alle darin verstrickt, die Angestellten und alle der Patienten sind nichts weiter als ein geistlicher Kult, der über den Bayou zum Leben erwecken will. Ich verstehe jetzt, dass es falsch von mir war, dein Wahnsinn des Schattenmannes überleben zu wollen, das wirst du auch bald erkennen. Jede weitere Stunde, die ich ihm sein Anrecht auf meine geistige Gesundheit verweigere, macht alles schlimmer für die Menschen, die mir am Herzen liegen. Er hat diese Welt perfekt inszeniert, um einen Fall herbeizuführen, und ich muss fallen, Emily. Bleib fern, meine liebste Nichte, so weit weg von der Seto, wie du nur kannst. Eines Tages magst du vielleicht verstehen, was ich getan habe. Möge Gott mir vergeben. Leb wohl, Jeremy Hartwood. Das war die Bibel, genau. Sabotage. Das Talisman mit einem schwarzen Sonnenstein, ein altes Navigationsgerät, das in einem Hain im Sumpfland gefunden wurde. Das alte Grab von Ölbohrern entdeckt worden. Dabei soll ein herumziehender Teufel freigesetzt worden sein, der die Arbeiter niedergemetzelt hat. Laut Stern sind 3 Zahlen nötig, um eine Brücke zwischen den Welten der Träume und der Erinnerung zu spannen. Das ist nicht mein Ziel, aber es ist ein Anfang. 3, 5, 8. Okay. Na, wenigstens kommt die Kreatur nicht rein. Das ist schon mal gut. Steht aber da draußen wartend. Brötchen. Are you staying here? For a while. Want to see if Jeremy shows up. In einer Stunde. Sollte ich vielleicht wieder zurück nach Desetto, weil ich habe ja den Schlüssel. Ich kann ja an dem Monster vorbei. Oh Gott. Da war auch eins drin. Lass mich... Ah!
Dann halt eben so. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ah doch, das ist richtig. Geh rein. Oh! Gott, ist es schnell. Ach so. Oh, ich bin ja hier. Oh Gott, es folgt mir wirklich. Nein. Wie viele Schüsse ich brauche. Sieben Kopfschüsse. Gott, oh Gott. Also mir bringt es nichts, wenn ich diesen Schlüssel habe. Der Garten war auf der anderen Seite, ne? Lass mich durch. Ich sollte die anderen paar Kugeln noch aufheben. Heilen auch noch nicht. Jetzt muss ich erstmal darüber. Was ist das denn, was da hinten steht? Gütiger Gott. Oh, Gottes Willen, wo kommst du denn her? Gütiger Gott, gütiger Gott. Wo war dieser Garten, wo ich nicht reinkam? Hier. Oh! Boah, das wird ja ein Speedrun hier. Mal hier. Munition, okay. Okay. Deswegen also klassisch guter Modus. Oh Gott, oh Gott. Alter Verwalter. Oh. Oh. Wow. Ja, sie kann nicht laufen. Oh, fuck. Sollen sie rauskommen? Oh! Fuck, sind die schnell. Oh, Gottes Willen, die können einen wirklich sehen. Oh, verdammt. Wie soll ich das schaffen? Halt ich mal. Okay. Nochmal heilen. Ich muss erstmal rein. Ach komm. Ach komm. Ja. Ach. So viel Munition und ich kann nichts machen. Das war falsche Tür. Egal. This must be Miss Jackson's. Kannst du mal leise die Tür aufmachen? Vielleicht kann ich ja jetzt was einsammeln. An dem komme ich jetzt so nicht vorbei. Boah. Ich habe immerhin Munition jetzt. Verdammt, hätte ich das nur vorher gewusst, dass das Spiel so schwer ist. It looks exactly like Jeremy's talisman.
Ein alter Talisman, der über Jahrhunderte hinweg verändert wurde. Die eingravierten Zahlen scheinen weniger als 100 Jahre alt zu sein. Aber die Basis könnte aus der Antike stammen. Der polierte schwarze Sonnenstein in der Mitte hat einen gläsernen Schimmer und erweckt hin und wieder den Eindruck, ein Bild in seinem Innern zu verbergen. Okay. I think it's meant to hold the talisman. Ja, jetzt könnte ich theoretisch zurück wahrscheinlich. Ich will mich aber erstmal hier noch ein bisschen umsehen. Ich hätte gern die Munition, die noch unten rumliegt. Gott, oh Gott. Na? Ist das jetzt ein Bug oder was? Ja gut, ich kann ja jetzt schlecht was machen, also machen wir I'm das not sure mal. what numbers I should use. Maybe there's something in Jeremy's notes. 3. Ah. Die 5 fehlt. Was mache ich denn jetzt? Moment. Ah, so geht es. Hä? War das nicht korrekt? Okay. Jetzt müsste es richtig sein. Okay, Moment, jetzt habe ich.
Groß 3. Wie muss das hin? Kleinste 8. Jetzt. Hab unten den Pfeil nämlich nicht gesehen. What's that picture in the glass? Where is that? Ich habe das Bild leider nicht gesehen, aber ich kann hier die Tür jetzt öffnen. Good to see you again, Miss Hartwood. Mrs. Thompson told me you were here. She also alerted me that you brought a detective with you. I'm very curious to hear what this is all about. You don't remember me, do you, Miss Hartwood? We met at your family's house in the Garden District, when your uncle was about to be admitted under my care. No, I remember. Sorry. I'm not really feeling well. Oh, well, in that case, have a seat. Let me make you a drink. Von dem würde ich I nichts don't seem annehmen. to have made much of an impression on you. On the other hand, I can vividly recall you and your parents. Because of our cheerful disposition, I'm sure. You are far too intelligent to think that. You come from a joyless family, Miss Hartwood. The only amusement I took from my visit was discovering that the young lady's drink was an old-fashioned. Very astute. Is that supposed to make you seem attentive or intelligent? Whatever you prefer. Are you ready to tell me why you are here, Miss Hartwood? And why you brought a detective? I received a letter from my uncle. He seemed certain that he was in danger here. If I find out you're treating him badly, I'll be taking him back with me to New Orleans. Really? Is he going to live with you in your tiny garçonniere? That would be a spectacular way to ratify your spinsterhood. Because you are well aware that your father would never let him back in his house. No, I have it. Maybe you can bring him back up north. You've been wanting to move back for quite a few years, haven't you? You always preferred your mother's side of the family. Jeremy is free to leave with you. I won't object. However, there is one problem, as you might have learned. He is, in fact, missing. Do you know where he could have gone? No, I'm afraid I don't. I have my staff looking for him. I'm sure he will show up eventually. Especially if he learns that you are here. He is quite fond of you. What can you tell me about his condition? I never heard a proper diagnosis. What is your medical opinion of him? Well, let me think. He is an anxious man, depressed, even. He suffers from a perceived lack of order in his inner and outer life. He constantly complains about events not presenting themselves according to their divine nature. In the Dark Man? Hard to tell if it was ever anything specific. Jeremy uses the Dark Man as a psychological scapegoat to avoid facing the truth that he is in any way at fault. You don't think there can be any truth to the Dark Man's supernatural existence? Why would you ask that? Can we ever be sure? If the Dark Man is some sort of evil presence that is in possession of Jeremy, Well, I assure you, any evidence that you experience supporting that claim is purely delusional. Don't get caught up in mass hysteria, Miss Hartwood. You wouldn't want to take your uncle's place in this hospital, would you? I'll be leaving now, Doctor. I need to keep looking for my uncle. Do so, Miss Hartwood. I'll let you know if he shows up. Detective Carnby! God, I'm glad to see you. I was afraid you had left. Me? You're the one who just disappeared. It's hard to explain.
I think I blacked out. It was like I went somewhere else. It's okay, miss. You're clearly upset. No, I don't know what's happening. This is a very stressful situation for you, I understand. Ugh, no, you don't understand. Just take a deep breath. Why don't you sit down, smoke some of the Perique? If you want, I could even drive you back to New Orleans. I just want to have a talk with Dr. Gray first. I want to stay. I found a talisman just like the one in the painting. I think I might be able to figure out where Tarawea is, where Jeremy wanted to go. That's great. Just stay out of trouble, okay? Let me handle the investigation. I'm not crazy, Detective. Not yet. Okay, catch you later. Okay. If a talisman like this can open up doors between the French Quarter and Derceto, then maybe Jeremy is hiding in some strange other world. Like Tarawea, the place he mentioned in the book. No matter where he is, it's clear that my search won't be limited to Derceto. Überholte Gegenstände. Okay. 4 Kapiteln gibt es. Despite making a fool of herself in front of Dr. Gray and Detective Conby, Emily felt surprisingly invigorated. She felt absolutely sure that it was her manipulation of the talisman that had brought her back to Derceto. Jeremy mentioned 2 items in his commonplace book that somehow connected him to 2 more dreams, or whatever they should be called. If Jeremy had 2 more worlds open to him, then maybe he would hide there if he was scared. Or maybe he found a way to Tarawea, the place Jeremy so desperately wanted to visit. Excited to follow up on her clues, Emily set out to find the old clock and the boiler. Ein Stempel. Okay, einen Schlüssel habe ich noch übrig. Mal gucken, für was der ist. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates. Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie to take a look at the well in the kitchen garden. Dr. Elmore Lee Gray is Deceto's chief doctor. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Magdalena Thompson, or Mags, is responsible for the household. Jean-Baptiste and Charlotte Tabois are responsible for keeping the guests' medical regimens in check. Finally, Jack Chance is our gardener, who can occasionally be seen in the conservatory, but is for the most part busy outside. There are currently 6 guests at Derceto. Malcolm McCarthy and Ruth Tallant reside on the 1st floor. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders, and of course Cassandra Beauregard live on the 2nd floor. Mhm. Zimmerschlüssel Nummer 6.
Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Ja, da brauche ich einen Code für. Den habe Looks ich aber sturdy. nicht. Doubt I'll be opening this. Da. Looks sturdy. Doubt I'll be Verdammt, opening jetzt war ich this. zu langsam. Da. Patientenakte. Cassandra Beauregard. 47 weiblich. Nummer 8 Zimmer. Grund der Aufnahme: Cassandra leidet unter einer Schreibblockade und sie muss ihr Drehbuch bis Ende Juni fertigstellen. Miss Jardot legt nahe, dass Cassandra häufig auf Betäubungsmittel zurückgreift und somit Gefahr läuft, ihre Karriere zu ruinieren. Beauregard ist eine erfolgreiche Krimi-Autorin, deren Talent sie aus ärmlichen Verhältnissen zur Star-Ruhm gebracht hat. Vor 5 Jahren hat sie versucht, sich umzubringen, indem sie von einem Balkon gesprungen ist. Dadurch wurde sie versehrt. Nun ist sie auf dem Rollstuhl angewiesen. Durch die Folgen ihres Selbstmordversuchs leidet Cassandra unter chronischen Rückenschmerzen. Sie verabreicht sich selbst Morphium, um gehfähig zu sein. Doch inzwischen ist sie abhängig davon und die gewünschte Wirkung tritt nicht mehr ein. Der Drogenmissbrauch vernebelt ihre Sinne und sie kann sich nicht mehr auf die Realität konzentrieren, dass sie das nicht wahrhaben will. Denkt sie sich Geschichten aus, die die Lücke in ihrem Gedankengang stopfen sollen. Das ist dann das Korsakow-Syndrom. Behandlungsplan. Zunächst einmal müssen wir sie von ihrer Drogensucht entwöhnen und hoffen, dass damit auch ihr zwanghaftes Lügen ein Ende hat. Danach sollten wir versuchen, ihre Rückenschmerzen durch eine Operation zu beheben. Schließlich müssen wir sie um ihre Selbstmordgedanken kümmern. 15. März 1930. Grace Sanders, Alter 11, weiblich. Das ist das kleine Mädchen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist das kleine Mädchen. Zimmer Nummer 7. Ihre Mutter besteht darauf, dass Grace von einem anständigen Gentleman streng überwacht wird, um zu vermeiden, dass ihr Heranwachsen noch schlimmer pervertiert wird. Grace kommt aus einer Familie von mittlerem Wohlstand und Ansehen. Ihre Kindheit wirkt gewöhnlich, die meiste Zeit hat sie mit Privatlehrern und Freunden der Familie verbracht. Grace' Vater ist kürzlich verstorben, nun ist ihre Mutter die einzige Bezugsperson. Grace kommt mit dem Tod ihres Vaters nicht gut klar, sie unterdrückt ihre Gefühle diesbezüglich mit Absicht und kann daher der Trauma nicht angemessen verarbeiten. Behandlungsplan: Es fehlt Grace an nichts Besonderem, sie braucht elterliche Führung. Vielleicht könnten wir bei ihren Gefühlen für ihren Vater ansetzen. 16. Dezember 28 wurde sie eingewiesen. Malcolm McCartney, Alter 54, männlich, Zimmer Nummer 1. McCarthy hat sich selbst in der Seto eingewiesen, hat einfach nur angegeben, dass er endlich mal seine verdammte Ruhe brauche. McCarthy behauptet, er habe als Anwalt in Baton Rouge gearbeitet, aber er konnte wegen eines Rechtsstreits nicht ins Detail gehen. Sein Hintergrund bleibt daher weitgehend mysteriös, nur ab und an lässt er in Gesprächen etwas durchsickern. McCarthy ist ein neurotischer Mann und ein Alkoholiker. Er erzählt den Öfteren Halbwahrheiten, weil er tief im Innern nicht in der Lage ist, anderen zu trauen. Behandlungsplan: Es wird Zeit brauchen, bis McCarthy sich um uns öffnet. Es dürfte ihm gut tun, Zeit mit Jacks Hund oder mit dem Kind zu verbringen. Deren harmlose Art wird helfen, ein Gefühl für Vertrauen aufzubauen. Aufnahmedatum 19. Mai 29. Elizabeth Perossi, Alter 33 vielleicht, Geschlecht weiblich, Zimmer Nummer 6. Perossi ist in der Seto eingebrochen und wir haben sie gefunden, als sie im großen Salon herumspaziert ist. Sie war verwirrt und litt unter teilweise Amnesie. Sie bestand darauf, dass sie ihrer Gehörer und bot an, für ihren Aufenthalt zu bezahlen. Perossi behauptet, sie sei ein Mitglied der Künstlerkolonie gewesen, die vor etwa 20 Jahren hier geblieben hat. Diese Behauptung passt natürlich nicht zu ihren jungen Jahren. Sie ist erst 33 Jahre alt. Damit wäre sie damals ein Kind gewesen. Wir können also gut gewissen davon ausgehen, dass sie nicht die Wahrheit sagt, ob ihr das bewusst ist oder nicht. Perosis Geschichte ist seltsam, weil sie ihre Behauptung zur Künstlerkolonie wieder zurückgenommen hat. Sie behauptet jetzt nicht mehr, sie sei die gleiche Person wie Elizabeth Perosi. Dennoch haben meine Leute bestätigt, dass es damals hier eine Perosi gab, die in ihren früheren 30ern war. Behandlungsplan: Ich wollte die echte Perosi kennenlernen, aber offenbar ist die gesamte Kolonie im 29. Mein Hals. Ich wollte die echte Perosi kontaktieren, aber offenbar ist die gesamte Kolonie am 29. September 1915 über Nacht einfach verschwunden.
Während eines schweren Sturms, ich werde es langsam angehen müssen und ich muss herausfinden, was dieser Anfall von falscher Identität ausgelöst haben konnte. Aufnahmedatum 21. September 1927. Ruth Talent, Alter 29, weiblich, Zimmer Nummer 2. Ruths Vater verlangt, dass seine Tochter für die nächste Zeit dem Nachtleben in New Orleans fernbleibt. Er befürchtet, dass ihr offenherziges Wesen dem Ruf der Familie schaden könnte. Ruths Familie ist sehr wohlhabend. Sie besitzt mehrere Hotels und Restaurants. Im Gegensatz zu ihrer restlichen Sippe ist Ruth abenteuerlustig, was sie um die halbe Welt geführt hat. Sie war im Großen Krieg sogar Fotojournalistin in Frankreich. In den letzten 10 Jahren hat sie so manches Gerücht befeuert, sie sei eine verdorbene Plapperin oder sogar eine Nymphomanin. Obwohl die Gründe ihres Vaters, sie hier einzuweisen, albern sind, stellt sie doch einen interessanten Fall dar. Sie hat eine erfrischend offene Art und scheut sich nicht, über ihr Leben während des Krieges zu reden. Oder die anhallenden Siegesfeierlichkeiten nach ihrer Rückkehr in die Staaten. Sie gibt zu, sexuell pervers zu sein und empfindet das nicht als falsch. Behandlungsplan? Der Aufenthalt in der Seto allein sollte schon Wunder bei Ruth wirken, zumindest jedenfalls für den Ruf ihrer Familie. Es besteht kein Grund für Ruth, sich zu ändern, aber mit der richtigen Therapie könnten wir dafür sorgen, dass sie ihrer Familie gegenüber etwas einfühlsamer wird. Ich bezweifle sehr, dass sie ihren Lebensstil ändert und so öde wie ihre restliche Familie wird. Aber vielleicht wird sie sich ja künftig etwas diskreter benehmen. Aufnahmedatum 1. Juli 28. Interesting. It's all the patient files except for Jeremy's. Saw your notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you wanna try to stop the steam pouring out. Be careful. Da brauche ich aber erst den Schlüssel dazu. I need the key. Ah, habe ich nicht. Am Moment, da steht was. I need the key. Nee, das ist Zimmer Nummer 6 Schlüssel. Okay. Öffne das mal. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Hier ist noch ein Raum. Da komme ich nicht rein. Da ist der Doktor drin. Okay. Despite making a fool of herself in front of Dr. Gray and Detective Conby, Emily felt surprisingly invigorated. She felt absolutely sure that it was her Krasser Bär. Jetzt wollte ich gerade mal kurz zurückgehen. Ja, wieso nicht? Ja, runterspringen. Ja, ich muss die Leiter. Wieso kann ich nicht springen? Seltsam. Das zeigt mir an, ich kann runterspringen, aber irgendwie springt die nicht.
Good evening, Miss Hartwood. That is your name, isn't it? I would be terribly embarrassed if it wasn't. You're right. Emily Hartwood, Jeremy's niece. Nice to meet you. Ruth. Ruth Talon. Is that Perique you're smoking? How terribly quaint. Maybe so, but I like it. Would you care to share some? That smell is making me feel very nostalgic. Is it all that you hope for? I enjoy your light mockery, Miss Hartwood. I can tell we would make great friends. How flattering. Too bad you're locked up in this place. Your insincerity is really refreshing. I wish you were mad as I am. Then you could stay. Give it a few years and I might just be. Lunacy is one of my family's few privileges. Oh, good. I'll be looking forward to it. You don't know anything about what happened to Jeremy, do you? Everyone here is really strange, and it's hard to know what to make of anything you hear. Occasionally, it sounds quite exciting, though. Good versus evil and all that. I'm sorry, but I don't think I have anything useful to share. It doesn't matter. Thank you for the much-needed break. Bon voyage. Emily felt surprised by how much she enjoyed the company of Ruth. There was something familiar and friendly about her, like they were old friends that simply forgot about each other. Schau mich noch mal ein bisschen um. Lost Plantations of Louisiana, Thierry Bricklow, 1917. Deseto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Deseto kept a modest production of Perique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Deseto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Deseto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Deseto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1st, 1907, Inspector Leras of the police charged a deadly attack
in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Derceto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of Derceto, it took almost 2 weeks for outsiders to learn that the artists' colony was abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of Derceto still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. The Ledoux family currently has no intention of repairing the house.